So, und jetzt sind wir wieder in Tuttlingen, Leute, und jetzt geht's zu der kreativen Wohnung. Ja, wie gesagt, wir arbeiten an dieser Wohnung jetzt mittlerweile seit über 2,5 Jahren. Ich habe die mit meinem besten Freund, dem David, haben wir die ins Leben gerufen und ja, das war, ich sage einfach mal, am Anfang war es eigentlich nur ein soziales Projekt. Ja. Mittlerweile haben wir aber sehr, sehr viel mehr Ideen, ne, weil wir sind beide sehr, sehr kreative Köpfe. Der David hat damals in der Klinik angefangen zu malen und hat dort da wirklich sehr, sehr gut malen gelernt. Er macht sehr coole, kreative Kunst. Und ja, ich habe dann damals gesagt, hey komm, lass mal meine Wohnung anmalen. Und genau, seitdem arbeiten wir jetzt da dran und ihr werdet sehen, das wird eure Realität verzerren. Ja? Also ihr werdet etwas sehen, was ihr so noch nie gesehen habt. Ne? Weil diese Wohnung ist wirklich so gemacht, dass einfach nichts ist wie normal. Ne? Also es ist alles voll gemalt. Es hängen überall Dinge von der Decke auch. Es wurde alles dreidimensional, wirklich komplett neu gestaltet. Ne? Also es gibt keinen weißen Punkt mehr. Genau, wir haben jetzt noch einen Spezialisten da, der bald unser Mischpult noch bedienen wird. Wir haben ein Lichtmischpult bei Amazon bestellt. Das ist ein wunderbares Lichtmischpult und genau, das verschönert diese Wohnung nochmal ganz schön mit einer richtig krassen Lichteffekt auch. Ne? Genau, das werdet ihr vielleicht nachher noch sehen oder dann in der zweiten Folge. Wir werden über die Wohnung auf jeden Fall 2, 3 Folgen drehen, ne? Weil gibt sehr, sehr viele Sachen da zum Anschauen auch. Ne? Wir haben auch 3 sehr, sehr schöne Aquarien in der Wohnung. Genau, und ihr werdet gleich mehr sehen. Wir nehmen euch komplett mit. Ich muss jetzt mal schnell schauen hier. Ich finde keinen Parkplatz. Das ist hier in Tuttlingen immer ein bisschen problematisch, die Parkplatzsuche. Vielleicht parken wir auch ganz kurz schnell vom Haus. Schauen wir mal. Wie ihr seht auch jetzt, der Alex wird euch mal aus dem Schiebedach ein bisschen raus zeigen. Heute ist einfach das brachiale Wetter. Ein wunderschönes Wetter ist heute. Und da macht das Ganze natürlich auch richtig Spaß, ne? Genau, wir biegen jetzt da vorne rechts ab. Da vorne seht ihr unsere wunderschöne Kirche auch. Und hier da oben seht ihr diesen Taubenschlag. Da hat einer oben dieses eine Fenster von seinem Haus aufgemacht und füttert dort immer die Tauben. Ne? Also die leben da oben. Genau, aber da können wir vielleicht nachher mal versuchen, mit der Drohne kurz hinzufliegen. Ich werde nachher mit der Drohne, werde ich mal von meinem Balkon aus losfliegen, dass ihr auch mal von der Geografie her seht, ne? Wo sich die Wohnung befindet. Wo sich die Wohnung befindet, genau. Und vielleicht können wir mal ganz kurz dahin zoomen an diese Tauben, ne? Da oben sind ganz viele Tauben in diesem Fenster drin, ne? Genau. Ein sehr gutmütiger Mensch hat dort ein Zuhause gebaut für die Tauben. Also der hat seinen obersten Stock quasi umgebaut, dass die Tauben dort leben können. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr sozial, sage ich mal. Ne? Und ihr seht, wow, habt ihr mal die Aufnahme gesehen? Ne? Es gibt da immer wieder geile Aufnahmen. Das möchte ich auch nachher mit der Drohne ein bisschen versuchen. Ne? Ich werde sehr weit oben fliegen und dann einfach in der GTA-Ansicht nach unten schauen. Oh, schaut mal, da kommen sie wieder. Fliegen immer im Schwarm, ne? Und genau, dann werdet ihr richtig coole Taubenformationen sehen, ne, wenn die unter uns rumfliegen. Der Alex hat jetzt auch schon ein paar richtig geile Aufnahmen gemacht. Ja, das haben wir wirklich sehr, sehr viel hier in Tuttlingen. Tauben. Also wir haben hier wirklich Tauben ohne Ende. Ist schon ein sehr schönes Tier, muss ich sagen. Ne? Also machen schöne Geräusche, sehen schön aus, fliegen auch schön. Erinnert mich ein bisschen immer an Kevin allein in New York. Diese Taubenlady, ne? Stell dir einfach mal vor, diese Taubenlady, ja, die sitzt auch da oben, ne, in diesem Dachgeschoss drin, ne? Und die ganzen Tauben springen auf sie drauf, ne? Weißt du, das war diese Situation, wo ich am meisten Angst hatte, ne, als ich ein kleines Kind war. Genau. Als diese Taubenlady, ne, sich umgedreht hat. So, oh mein Gott. Ja, ja, mehr wie vor den Verbrechern, ne? Also den Einbrechern. So, und jetzt schaut mal, jetzt parken wir hier schön vorm Haus. Genau. Wenn man belädt und entlädt, hat mein Nachbar mal mir gesagt, beziehungsweise mein Vermieter, der Bernd, dann darf man hier auch parken. Ja? Ich habe hier auch schon ein paar Mal geparkt und habe dann vergessen, das Auto wegzustellen. Da vielen Dank auch nochmal an die Polizei, ne, dass die da nichts gemacht haben. Ich glaube, einmal habe ich tatsächlich einen Strafzettel bekommen, aber das war's. Ja, wir sind hier jetzt sehr, sehr zentral in Tuttlingen. Das ist die Kronenstraße 7. Das hier drüben ist unser Campus, die Kronenstraße 19. Also das ist die FA. Ne? Hier gibt es verschiedene Studiengänge, unter anderem sehr viel mit Medizintechnik. Industrial MedTech wird hier ausgebildet.
Und wir sehen nachher auch von der Wohnung, ne, sind wir direkt rüber auf den Campus. Das war damals ein bisschen problematisch, als ich noch keine Vorhänge hatte. Ja, ich bin da immer so ein bisschen in der Wohnung rumgelaufen und auf einmal hast du gesehen, wie drüben noch alle Rollen runtergegangen sind. So. Ja, also wie gesagt, wir befinden uns, sage ich mal, jetzt noch in der normalen Realität. Also jetzt befinden wir uns in der normalen Realität. Alles, was ihr seht, ist für euch wie normal, wie auch immer. Also völlig Standard. Ihr seht graue Gebäude, alles sehr, sehr weiß. Ein schwarzes Auto. Sehr, sehr wenig Farbelemente. Und jetzt kommt mal mit, Leute. So, dieses Haus war früher die alte Malzfabrik, so sagt man dazu, ne? Hallo, hey, servus, hi. Genau, die alte Malzfabrik. Und genau, wurde dann von Bernd Mattes umgebaut. Der hat hier was richtig Schönes hingestellt, ne? Das ist ein Wohnkomplex mit über 32 Wohnungen jetzt. Alles sehr, sehr schön eingerichtet auch. Und genau, jetzt gehen wir gleich in die Wohnung rein. Let's go. Batterie vergessen? Da lag eine kleine Knopfbatterie auf dem Boden. Ja, ich dachte schon, dass das dem wahrscheinlich Nachbar gehört. Ja, wie gesagt, wir sind im 3. Stock. Ihr seht hier Stotz und Pickel T-Shirt. Übrigens hat einer von Stotz und Pickel, ich glaube entweder der Herr Stotz oder der Herr Pickel, die haben hier auch eine Wohnung. Die Penthouse-Wohnung im 5. Stock. Ja, und wir sind auch gerade mit Stotz und Pickel in Kontakt, weil wir ein paar coole Ideen haben, was Vaporizer angeht. Und wir hoffen, die bald vortragen zu können. Einen Termin habe ich leider völlig verpennt. Ja, das war, weil ich in Berlin Drohne fliegen, ne? Und ich bin da meistens zum Element. Und ich dachte, dass der Termin eigentlich am Donnerstag war. War wahrscheinlich am Mittwoch, ne? Das war ein bisschen, ja. Ich hoffe, die werden es mir verzeihen. Ich habe den jetzt schon geschrieben. So. Also, Moment. Gib mir mal kurz die Sekunde. Ich schalte mal das Licht überall an, ne? Ja, es dauert noch ganz kurz. Ich schalte euch überall schön das Licht an. Die Aquarien sind schon an. So, Moment. Schwarzlicht ist ein bisschen wichtig, genau, dass wir hier auch Schwarzlicht drin haben. Machen wir hier auch mal das Schwarzlicht an. Alle Schwarzlichter machen wir an hier oben. Jawohl. So, ihr könnt gleich rein, dauert nicht mehr lange. Sekunde noch. So. Okay, let's go. 3, 2, 1, welcome. Wir laufen gleich ins Wohnzimmer durch. Hier dieser schöne Traumfänger. Ne? Ihr seht, wir haben hier sehr, sehr viel mit Schwarzlicht gemacht. Unser kleiner Unternehmeraltar hier. Ja, und ihr seht, sie haben hier sogar richtig schön aufgeräumt. Sehr, sehr geil. Ein Schwarzlicht schalten wir noch schnell an. Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Ja. Also, ich werde jetzt mal ein bisschen was zu der Wohnung sagen. So. Und zwar, wie gesagt, ein Projekt vom David und von mir. Ich schalte mal kurz den Fernseher an dem wir jetzt mittlerweile, ihr seht, wir haben hier wirklich, es gibt fast keinen freien weißen Fleck mehr. Wir haben sehr, sehr viele Dinge auch aufgehängt. Ihr seht, wir haben hier von mittelalterlichen Gewehren über Lego-Technik. Ich habe mich früher sehr, sehr viel mit Lego-Technik beschäftigt. Also ich habe schon im Kindesalter von 6, 7 Jahren habe ich mit Lego-Technik angefangen. Bin auch heute immer noch ein großer Lego-Technik-Fan. Oh, wieso geht die nicht? So. Sekunde mal. Was ist hier los? Achso, das war die Lampe und das andere war das hier. Ah, genau. So, okay. Das Schwarzlicht auch an. Da oben ist auch nochmal ein Schwarzlicht. Wir haben hier wirklich sehr, sehr viel Schwarzlicht verbaut. Und das Licht können wir auch noch schnell anmachen. Und was eigentlich das richtig Coole ist, ne, an der Wohnung ist, jeder, der schon mal hier war, sagt uns, hey geil. Oh, wo war das?
Dings hier, glaube ich, hier reingefallen. Ah ja, genau, Sekunde. Jetzt machen wir den auch noch an hier. Die Lampe. Ah ja, genau. Das hier ist auch alles von David, ne? Und wir haben hier sehr, sehr viel mit Beleuchtung gemacht, aber auch sehr, sehr viel mit wirklich kreativen Bildern. Also ihr seht, es ist alles sehr, sehr abstrakt. Und hier oben haben wir eine Lichtanlage, die hat über 8 Schwarzlichter und über 8 normale Lichter. Die ganzen Sachen, ihr seht da oben, das hat alles die Kenny gemacht. Hier vielen Dank auch nochmal an Kenny. Ist das Lichtmischpult eingebaut. Und wenn das Lichtmischpult mal hier eine Nacht richtig abgeht, Leute, wir werden hier auch mal mit der Drohne da ein bisschen rumfliegen, dann werdet ihr wirklich sehen, wie krass diese Wohnung wirkt. Und für mich am Abend ist es auch sehr, sehr angenehm, wenn ich manchmal hier bin, ne? Und wenn ich den kreativen Einfall suche, ne? Also wenn ich etwas Kreatives suche, dann laufe ich immer hier in der Wohnung rum, ja, die Lichter leuchten und dann wird mein Gehirn wirklich stimuliert. Also mir kommen da viele, viele Einfälle, das kann ich wirklich, kann ich auch nachweisen, sage ich mal, ne? Weil es ist wie bei einer Grafikkarte, ne? Wenn eine Grafikkarte nur eine weiße Wand zeigen muss, ne? Wird eine Grafikkarte nie belastet. Ne? Wenn eine Grafikkarte aber ein Actionspiel zeigen muss, ne? Wo wirklich hunderte von Geometrien gezeigt werden, wird sie natürlich viel, viel mehr belastet. Und so ist es auch mit unserem Gehirn. Ne? Ich fahre zum Beispiel abends, fahre ich immer 1, 2 Stunden Auto, weil mir dann immer irgendwelche Sachen anfallen durchs Donautal. Weil umso mehr das Gehirn beansprucht wird, zum Beispiel mit der Visualisierung, ne, also mit der Verarbeitung dieser Daten, ne, die die Augen aufnehmen, umso heißer wird das ganze Ding, umso mehr Connections gibt es auch. Ne? Oh, schau mal hier. Ich habe ja auch noch eine, was ist das, eine gelbe Brille? Schauen wir mal, wie die aussieht. Ah, cool. Ja, genau. Also jetzt machen wir mal vielleicht ein bisschen weiter. Hier oben seht ihr die ganzen Lego-Technik, Bausätze. Da hat der Armin mir auch sehr, sehr viel geholfen, die ganzen Dinge aufzubauen. Ihr seht hier ein paar Pokerkarten. Ich bin leidenschaftlicher Pokerspieler. Ne? Ich habe damals schon vor über fast 15 Jahren damals bei der Bundeswehr angefangen und war da auch semi-professionell sehr, sehr viel unterwegs. Also ich habe knapp 600.000 Hände Poker gespielt, nachdem ich Strategiespieler war, professioneller. Also ich habe sehr, sehr viel Strategiespiele gespielt. Und davor auch, wie gesagt, sehr, sehr viel mit Lego-Technik. Also ihr seht gerade hier diesen großen Kran. Ich bin ein ganz, ganz großer Lego-Technik-Fan. Genau, vielleicht können wir auch gerade mal schnell ins Aquarium reinschauen. Übrigens, Leute, ja, bald gibt es ein richtig geiles Meditationsvideo, Minimum 8 Stunden Länge, ja, wo wir hier in das Wasser möchten wir eine 360-Grad-Kamera eintauchen, plus zusätzlich mit dem iPhone, ne, von der Seite alles filmen. Also so, dass man konstant wirklich hier alles sehr, sehr schön im Blickfeld hat. Genau, und dann einfach mal schauen, was die Fische hier machen. Wir haben hier auch noch einen kleinen Krebs drin. Muss gerade mal schauen, wo der kleine Krebs ist. Und einige Schnecken. Ein Putzfisch. Und genau, jetzt geben wir den gerade mal ein bisschen was zum Fressen. Schauen wir mal, was sie dann machen. So, Achtung. Ihr seht, da kommen die Fische. Oder auch nicht. Doch, die kommen. Das Futter fliegt gleich auf den Boden. Genau, das ist nur eins von mehreren Aquarien. Also wir werden, und ich habe das mal von einem Influencer abgeschaut, den ich aus Köln kannte. Der hat schon über 15.000 Follower gehabt. Ne? Und das Einzige, was der macht, ist, der hat sehr, sehr coole Aquarien und der macht immer solche Reels von den Aquarien. Ne? So schwarz-weiß. Also dem seine Aquarien, da war sehr, sehr viele Pflanzen drin. Ne? Das heißt, das war alles sehr verwachsen. Da hat man immer schön so die Fische leuchten sehen. Das sah echt mega aus. Ne? Man hat aber voll viele Follower sich so aufbauen können. Und das ist im Prinzip was, wo wir gesagt haben, hey komm, wir haben hier diese 3 Aquarien, wieso sollen wir das Ganze nicht nutzen? Ne? Also nehmen wir jetzt einfach eine coole 360-Grad-Kamera, hauen die in der Mitte rein, ne? Die schaut wasserdicht und dann von außen noch ein iPhone und dann, wie gesagt, gibt es mal wirklich eine 8-stündige Meditationsmusik. Genau, also für mich persönlich, diese Wand gefällt mir am besten. Das war auch die erste Wand, mit der wir damals angefangen haben. Ne? Weil die ist sehr, sehr hell. Mir gefällt dieser Farbton grün-blau. Die gefallen mir sehr, sehr gut. Und ja, wie ihr seht, haben wir hier diese ganzen Figuren auch drin. Ich weiß nicht, ob man vielleicht so eine kleine Tour machen könnte. Weißt du, hier an den Karten hoch. Und dann so an diesen, ja genau, dann an diesen Figuren vielleicht vorbei.
Genau, wir haben auch für die Wohnung, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, ne, sehr, sehr viele Ideen. Also wir stehen gerade erst am Anfang. Wir möchten jetzt auch eine neue Wohnung in Berlin aufbauen, die einfach ein bisschen höher ist, ne? Weil das ist momentan so das, wo ich sage, okay, es ist noch ein bisschen niedrig, ne, diese Decke, aber in Berlin, wenn man da was mit 3, 4 Metern hat, ne, dann wirkt das alles nochmal ganz anders, ne? Weil dann kann ich auch von der Geometrie her, die von oben kommt, ja, also alle Sachen, die ich von oben abhänge, kann ich viel, viel mehr machen. Ja, ihr seht es, wie gesagt, wir haben hier wirklich sehr, sehr viele Sachen aufgehängt. Hier vom Kletterseil über, genau, das ist hier so die kreative Sitzecke. Hier haben wir auch was ganz Neues, was wir zusammen mit dem Kenny entwickelt haben. Und das ist ein Pendeltisch. Ja, also das ist ein Tisch, der wie ein Pendel, ihr seht, hin und her gependelt werden kann. Wir werden bald jetzt hier noch ein Gelenk einbauen. Und mit diesem Gelenk kann ich den Tisch auch dann drehen. Ne? Also stellt euch einfach mal vor, ihr sitzt hier mit 5, 6, 7 Leuten. Ja, ihr könnt hier die Getränke aufstellen oder was Schönes zum Essen drauf. Ne? Und dann reicht ihr euch quasi diesen Tisch. Ne? Sagt, hey, probier mal, probier mal. Und könnt den auch noch ein bisschen drehen. Genau, kreative Sitzecke, Küche, Aquarium und Esszimmer auch. Hier. Genau, hier hatten wir früher sehr, sehr viele Amazon-Geräte, ne, weil wir hatten die Wohnung mal Amazon vorgestellt. Ne. Leider hatten wir von Amazon damals nicht mal eine Reaktion bekommen, ne, aber wir haben über 70.000 Euro in diese Wohnung investiert. Ne. Wir haben eigentlich die Hälfte davon bei Amazon gekauft und wollten dann die Amazon eigentlich vorstellen als damals gigantischen Kindergarten. Ne. Das war eigentlich so ein bisschen unsere Idee. Also ich kann euch auch ein bisschen zu den Ideen was sagen, was wir hier machen möchten. Wir möchten hier ein Referenzmusterzimmer, sage ich mal, bauen für eine Art neuartigen Kindergarten, ne? Aber von gigantischen Riesenkindergarten, ne? Der einfach neu ist, der größer ist, der die Kinder schon im Kindesalter, wenn die klein sind, sage ich mal, ein bisschen freier denken lässt, ne? Also dass die mehr Platz haben. Weil in der normalen Welt, wie ihr vorher gesehen habt, ne? In der Realität, weiterlaufen? Achso. In der normalen Realität, sage ich mal, ne, in der wir uns befinden, also wirklich mit diesen ganzen Grautönen, mit diesem Schwarz, alles, was ich jetzt so anhabe, ne, ist es so, da werden Kinder manchmal, wird man sogar manchmal mit Kindern schimpfen, ne, wenn die irgendwie eine Wand oder sonst was anmalen. Ne? Und wir haben gesagt, wir möchten etwas generieren, wo das Kind machen kann, was es möchte. Ja, also es bedeutet, das Kind kann hier überall malen, wo es möchte. Das ist völlig egal. Ja, das Kind kann, wie gesagt, sich frei bewegen. Aber ich muss mal hier noch das. Wo war das andere? Schwarzlicht, genau hier, das auch noch anmachen. Genau, das Kind kann sich im Prinzip frei bewegen und kann selber alles anmalen, wenn es das möchte. Genau, ich bin ein großer Filme-Fan, spezieller Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone. Ne? Filme gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin auch Boxfan. Da werde ich jetzt nachher hier noch mal ein kleines Interview geben für die BBFC, wie es denn war mit dem Boxkampf. Genau, vielleicht noch mal kurz zu den Visionen auch, was wir mit dieser Wohnung haben. Wie gesagt, bei Amazon hat es leider nicht geklappt, aber es gibt noch hunderte andere Firmen, ne, die das interessieren kann. Erstens mal der größte Kindergarten, also eine Referenz im Prinzip bauen von dem größten Kindergarten der Welt, den es jemals gab und auch dem kreativsten. Ne? Weil wenn wir zum Beispiel 2 Stöcke haben, da möchten wir eine Schleuse machen, wo die Kinder sich abseilen können, ne? Mit so einer Feuerwehrstange in ein großes Bällebad. Wir haben sehr, sehr viele kreative Ideen. Wir möchten auch sehr, sehr viel mit Licht machen, eine kleine Disco. Alternativ als kreatives, sag ich mal, Brainstorming-Zimmer, ne? Wo sich zum Beispiel Projektteams, Ingenieure oder auch kreative Leute aus dem Marketing treffen, um sich so Ideen zu holen. Ne? Weil das kann ich euch versprechen, das können mehrere Leute bestätigen. Wenn ihr mal eine halbe Stunde hier seid, ne? Wenn ihr nur mal ein bisschen durch die Wohnung lauft, ja, und euch dann stimulieren lasst, dann habt ihr neue Ideen. Wir sind schon oft hier gesessen, ne, in dieser Sitzecke und haben wirklich sehr, sehr coole kreative Produktideen diskutiert. Und das ist auch was, wo ich eine Stärke sehe. Ne? Stellt euch mal vor, ich sage jetzt mal Ikea, ne? Baut sowas als Standardausstattung, ne? Mit allen kreativen Elementen vor größere Firmen, die das dann ausbauen können, ne? Als zum Beispiel R&D-Zimmer. Just as a example, a R&D room, where people can stimulate their brain. Ich hoffe, es ist okay, dass ich ab und zu mal ein bisschen was in Englisch sage. I hope it's okay to speak a little bit in English, because yeah, we also have a community of English people. Here you can see, a lot of action, figures, because I was watching a lot of action movies when I was young child.
this is also something what we wanted to do. You see here now maybe 20 of them, but now just imagine 100, 200, 400 with small ventilators, and all of these small ventilators, they are turning around, and kind of moving them. Okay, now let's imagine all of them are moving, and you are sitting there on the double bed and you are watching a very nice movie. Now just imagine that, guys. This is something never exists before, and this also makes this flat really, really special. You also can check here, here we was working a lot, to realize all of this here. We printed a lot of numbers out. Here you can see Marilyn Monroe. Yeah, then this here is our chess corner. In the chess corner, we normally just sit. You see this wall here? This wall looks also amazing. So yeah, I also just wanted to say thank you so much to Sebatrot. This is my best friend David, who was realizing all of who was helping us with all of this. Without him, it would never be possible to realize this. And also wanted to say thank you to Timo and all other people who helped us. Ibo, we had a lot of people helping us here in this flat. Yeah, here you can see some of our books. I'm a big fan of Elon Musk and Jeff Bezos. And you can see this thing here, this is also a special development from a friend. It's kind of a 3D geometry, made out of wood, and we put some cards on it, and some nice colors. And you see, it's really different, and it makes something with you because this room is not empty, it's complete full, and you feel more like you are at home. You feel more comfortable. I had here a lot of people, they say, hey, I don't know, but I really like it here. I love it. And when they went out then, days after, and just saw all of this sterile white thing, they say, hey, I need to go back to this flat. I need to go back to this flat because it's so amazing, it's so much color. And I believe that in former times, 1,000 years ago, we just did not have the possibility, to build all of this. Because at that time we just have possibility to build white wall, white home, that's it. A small home. But now, today, we have so many great possibilities. We can build everything around, like Amazon did it in Seattle in their new building. We can do a lot of things, and this is basically what we want to do. Here you can see some more fishes. Oh, I think they are hungry also. Now let's give them a little bit. You can have a look, when we're gonna to give the fishes a little bit food. Okay, are you ready? You see they're really waiting, They're really waiting, they're really hungry. Okay, now let's see what they are doing. Oh yeah, they're really hungry, they like it. Oh, you see, they're really going forward, huh? Yeah, on this point, I also wanted to say thank you so much to Jens from the fish store in Frieding, to the fish store in Neuhausen, to help us with all of that. Because he managed all of this, he sold us the aquarium and also the other aquarium. I'm currently need to activate it. That's strange. Why is it not working? Yeah, so now it's on. So here you can see the other one. We're also giving them now some food. This is also a really nice aquarium, It looks, I like it if there are a lot of. Let's give them this. Yeah, you see the fishes are coming. I think that's enough for them. No, when I'm working on an aquarium, my problem is always I give the fishes too much food, And I've noticed, for some months that
giving too much food is not good. Yeah, this is a graffiti. This was, or it's a really creative graffiti where we're currently working with a designer from Berlin. Unfortunately, it was, or it's still not completely ready. But yeah, we hope to complete this soon. Yeah, and my best friend Timo, you know, was living a very long time here in this room. And yeah, now this flat is complete free. So we also wanted to rent it, you know, to really creative people, or yeah, do something really cool. Oh, the door is still open. Okay, now we can also come into my old flat, or into my old room. You know, I was living here a very long time. You can see here also a lot of pictures of myself. Yeah, maybe we can film the pictures a little bit, you know, and I can come. You see, this is one of my best friends who died during a car accident. Here you can see a lot of pictures from my grandma, where I was at my grandma. And here you can see very nice pictures where we made a lot of travels, you know, to other countries with my partner Tristan Jones. Here you can see us in Ecuador. This is Paxi Vulcano, as I know, and we climbed this hill up. This was in San Diego. This is with my grandfather. San Diego, Las Vegas, Louvre in England. This was really cool. This was in Brazil, Iguazu. One of my top places to visit. Here, New York. Davos, Switzerland. 10 minutes in the ice water, just 0.8 degree. You can see my face, you know. I was not really happy at that time. What I also really like are these Goa posters, you know, or like this Goa. Yeah, that's me. That's me, yeah, with the long hairs, yeah. But this was KI, you know, KI generated. But this is how I wanted to look in 2-3 years, you know. I think we even put it pictures inside, if I'm not right. Let me see. Oh yeah, here you can see some pictures inside. This was at the army. My small cats. Yeah, I had a lot of cats. My best friend, some people from the army. And here on the left side also some party pictures. Yeah, here's Sebatrot, my best friend, who really helped me, you know, to create all of this, to create this flat. It's him, and yeah, he really supported us, you know, he really helped us with his nice pictures. Yeah, here you can see some other pictures, you know, like this was in Russia. This was on a red place. This was in Russia on a red place. This was in Colombia, Bogota. This was Neuhausen south side. This was in Ulm. You see, this is Josip Joki, where he was very, very young, and he just climbed on our roof, you know, on the roof of our house. This was in San Diego. And yeah, that's my best friend, Frank, here with Timo in a Freibad in Frieding. Oh, yeah, you can see some other pictures over there. You see on the top. This is some other pictures. There's Rambo. You know, I'm a big Rambo fan. Rambo 1 for me is one of the best movies ever existed. Here at the army doing something with weapons. Yeah, and that's it. This was my room. That's my room. Here are some other pictures. You can see Satas Manuel. This is how David is calling me. Here's some other pictures of my cat. You see, this is where I had baby cats. I had more than 6 baby cats at that time. You see, 5 gray and 1 cream. And this was Hope, you know. When Hope had 6 cats, you know, she lost a lot of weight. Yeah, this was a travel and Kennedy Space Center. Kennedy Space Center, Ukraine, bar in the Ukraine in Kiev, Paris, all Paris, Egypt, and this was very nice. This was Thailand. This was an island in Thailand. Oh, this was also really cool here on the left side. This was Turkey,
Turkey with my father and sister. Hard Rock Casino in Miami. On the way to Key West. Red Place again in Russia. Army Rammstein. You know, I've been 3 weeks in main United States Army quarter. You know, here in Germany. And oh, this was also very interesting. You know, this was my first poker tournament I played when I was 21. I won. I directly won this tournament. This was the first tournament I ever played. You know, at that time I thought I'm the best poker player, but you know, it's not like this. You know, this is the worst thing what can happen to you is if you win directly in the beginning, you know, a poker match, because then you think I'm probably very good, but yeah. Okay, now let's go shortly out on the balcony, and we maybe can have a short flight with the drone. What do you think? But I'm not sure if you put my box with me. Habe ich meine Drohne dabei? Der Koffer? Ich glaube nicht, gell? Habe ich unten vergessen. Okay, guys, yeah, so unfortunately, I forgot my drone in the car, but now I'm going to pick my drone up, and then I'm going to fly out from here from the balcony and to show you where geographically we are. And then I'm going to show you very, very nice picture from my boxing fight I had 3 weeks ago, somewhere in this area. And I'm going to comment this a little bit. So yeah, maybe last but not least, I'm going to show you also one second. I first need to prepare this. I first shortly need to prepare this, you know, because it needs to be dark. You know, this is a special light which was developed by David, and it looks really, really cool. You know, here you can see even at when we created all of this flat, you know, we created a very nice flyer. We love Amazon, you know. This, by the way, was in Kosovo when I was 19. But yeah, we never heard something back, you know. We tried to send it to so many locations, you know, and we made more than 450,000 euro sales with Amazon, you know. So yeah, it's a little bit of pity, you know. Let's see if we can do something here. Wow, hot. Maybe we can try something. You see? This here? You know what we need is a machine who's making like this. You know? Just, stell dir mal vor, du hast eine Maschine, wo diese Dinger die ganze Zeit hin und her bewegen. Ne? You know what is this? Who is this? This is the Matrix. We are in the Matrix already, as you know. Trinity. Trinity! So, okay. Here are some of our products. Oh yeah, this is also very, very important that I'm going to show you this one here. Because David was working almost 1 day on all of this, you know. And this is basically a hand I had the first time when I was in Las Vegas. You know, I was the first time in Las Vegas and I had a royal flush, you know. So even the possibility to get a royal flush, you know, is, I believe, to something between 1 and 64,000 or something. But when I was the first time in Las Vegas, I was the first time in the Flamingo Hotel, playing a little bit poker, and then I got a royal flush against set aces, you know. This was an amazing feeling, you know, and David basically reconstructed all of this as a very nice. Maybe we can check if the Krebs is somewhere here, you know. The Krebs, somewhere should be the Krebs. Where he is? No, he's not there, I think. Maybe later, you know, we're going to put the camera in here, also the 360, we're going to record a lot of things. Yeah, I'm not sure if you know this. And this is a question to you guys. Do you know this and do you believe into this, you know? Because this is esoteric stuff.
And I normally don't believe in esoteric, but I believe what Elon Musk believes is that we are living in a simulation, or let's say kind of in a new world where everything is possible. And in my life, and that's a strange thing, a lot of esoteric things happen to me. But I don't believe in esoteric because I believe in a normal physical world, esoteric cannot exist. But the thing that esoterics exist and that I saw esoteric in my life is for me to prove, that we are living in a simulation, or let's say in a new world, which was generated by advanced technology, or let's say by a technology who exponentially doubled up each year, and got better and better and better. Okay, so wherever, I believe we are almost ready now. There's one thing where I can also explain you a short story, and this is this drawing. This drawing is from a very good friend of David, and David met him in the psychiatry, and this guy was drawing all of this building, and I really love it. I'm going to explain it a little bit in English. This here means Adelheid, ich bin so breit. Adelheid is a female name, and it's basically say, hey Adelheid, I'm so high. Okay, that's it. So I believe that this guy was maybe taking some drugs when he was drawing this picture. I'm not sure, but for me it's amazing. It makes super high sense, So from here we have freedom, silence, relaxing, then be happy, creativity, development, and a good childhood. These are the values where he say, hey, this is where we need to go. All the love. Okay, this is all the love. Now on the other hand, you have here Verpflichtungen. This means things we must do. You can see here like all Nazi signs. So basically at that time, people were not really freedom, had not really like love and development. They just was kind of robots, from the government. And this is what this guy wanted to change. And you can see all of this here. Here, this means kein Bock. I'm not really interested in do something. Here's a small sun, and here you can see Austria, Italy, France. And here you can see like small tattoos. So I'm honest, here is his signature, and this picture is from 2015. So I'm even not 100% sure, what this guy was doing with this picture, but it makes super sense for me, because there is a guy in the middle looking into a direction, and he should look into this direction, not backwards to this direction, right? We always should look at least before of us and in the sky, not backwards and upwards. Yeah, this is Jeff Bezos, by the way. I hope that someday, he may be gonna to see this flat. I really hope. There is Elon Musk. And here, and this is also very important to show you this, guys. This is a location we're going to show you very, very soon. This is Kloster Beuron, this is a very, very big old church nearby, we are just around 20 minutes away from this, and I'm going to send you amazing pictures, which we're going to do with the drone. So yeah, this is here also. And yeah, I would say that now, as I just said drone, I'm going to pick up my drone. And then later, when you have the drone flight, I'm going to show you a little bit more about the BBFC, Business Boxing Fight Club charity. Because yeah, we already had our fight and it was amazing. We had such amazing pictures. Now I'm going to pick up my iPad and my drone. And then I'm going to show you all of this. Jetzt kann man einen kleinen Cut